Weniger gebrauchte, aber trotzdem interessante Ergänzungen zum Z81 oder Sinclair Spectrum sind die Printer. 4 dieser kleinen Wunderwerke habe ich in meiner Sammlung liegen und stelle sie hier mal vor. Der ZX Printer mit Metallpapier aus dem Jahr 1981. Ein Alphacom 32, der sollte ein besserer Ersatz für den kleinen Bruder sein, druckt aber auch wieder auf Thermopapier und kommt wohl auch aus dem Jahre 1981. Der Sinclair Mindware MW 100 Printer, der druckt auf normalem Papier mit einem Farbband. Der Drucker wird wohl 1982 entwickelt sein. Und mein Seikosha GP50S, das S steht wohl für Sinclair, wurde 1984 auf den Markt gebracht, hat es aber wohl nicht zu hohen Stückzahlen gebracht. Auch hier wieder ein normaler Papierdrucker mit einem Farbband. Der wohl am meisten genutzte Printer für die Mehrzahl der Sinclair-Computernutzer ist der kleine ZX-Printer aus dem Jahr 1981. Er kam damals mit einem Preis von ungefähr 50 Pfund auf den Markt. Das Hauptproblem, das wir heute mit unserem Funkendrucker haben, sind die nach über 44 Jahren völlig zerbröselten Riemen. Und ein Ersatz ist da schwer beizuschaffen. Über Druck und Einsatz 3D-gedruckter Riemen will ich in einem eigenen Video berichten. Der ZX-Drucker verwendete spezielles 4 Zoll, 100 mm breites schwarzes Papier, das mit einer dünnen Aluminiumschicht beschichtet war. Um das Papier zu markieren, leitete einer der beiden Stifte des Druckers einen Strom durch einen kleinen Bereich der Aluminiumschicht, wodurch das Aluminium verdampfte und die schwarze Unterseite freilegte. Die horizontale Auflösung des Druckers war dieselbe wie die Videoanzeige des ZX81, das heißt 256 Pixel oder 32 Zeichen, unter Verwendung der Standardzeichendefinition. Eine genauere Beschreibung findet man im Service-Handbuch, zu finden natürlich im Internet. Da ich leider keinen funktionierenden, originalen Drucker gefunden habe, stelle ich hier die Funktionen mit einem nicht von mir reparierten Drucker vor. Aber er macht alles, was ich will. Die Qualität, die müsste man noch etwas nachjustieren. Na, dann fangen wir mal an. Die Basic-Befehle, die man am Drucker anwenden kann, sind list, lprint und copy. list druckt das aktuelle Programmlisting auf dem Drucker aus. Leider
wird bei jedem weiteren Druckvorgang die Qualität immer schlechter. Ich werde daher diese Versuche einstellen und auf einen neuen reparierten Drucker warten und den entsprechenden Einstellungen. Eigentlich schade. Aber hier noch einmal einer der missglückten Versuche mit L-Print. L-Print druckt einen Text direkt auf dem Drucker aus. Der ZX-Printer funktioniert auch mit einem Spektrum, aber auch da ist die Qualität nicht die beste. Hier noch ein Copyversuch aus der ersten Testfolge. Man sollte lesen können: Mein Elektronik-Hobby. Der Alphacom 32 Drucker ist die amerikanische Version des Sinclair Druckers und wurde in Großbritannien von Dean Electronics vertrieben. Er ist also doppelt so tief und etwas länger als die ZX-Version und sieht insgesamt robuster aus. Die tatsächliche Größe ist 19,4 x 14,4 x 7,5 cm. Aber auch der Preis ist mit fast 100 Pfund doppelt so hoch. Der Drucker wird komplett mit Anschluss, Papierrolle, Bedienungsanleitung und Netzteil geliefert. Ich habe meinen Drucker noch ohne Netzteil und Handbuch erstanden. Die Suche nach den Werten der Netzteile hat etwas gedauert, konnte aber aus Fotografien ermittelt werden. Ich habe an meinem Drucker nun ein Netzteil mit 24 Volt 1 Ampere Wechselspannung angeschlossen. Als Druckpapier wird gewöhnliches Thermopapier mit einer Breite von 110 mm verwendet, also bedeutend billiger als das Spezialmetallpapier für den ZX-Printer. Und das Handbuch, das kann man sich dann im Internet herunterladen. Beim ersten Gebrauch sollte man einmal das Selbsttestprogramm laufen lassen. Der Testmodus wird aktiviert, indem man die Aus-Taste einmal drückt, während man die Ein-Weiter-Taste gedrückt hält und dann die Ein-Weiter-Taste loslässt. Um den Selbsttest zu stoppen, drückt man die Aus-Taste. Um den Drucker in den Druckermodus zurückzusetzen, drückt man die Ein-Weiter-Taste. Es wird fortlaufend eine Zeile mit 8er und dann eine Zeile mit 1er gedruckt. Der Alphacom 32 verwendet auch alle Sinclair-Befehle L-List, L-Print und Copy, sodass er vollkommen kompatibel zu dem kleinen ZX-Printer ist. Und dann versuchen wir es einmal am ZX81. L-List. Die Programmzeilen werden auf dem Drucker ausgegeben. L-Print. Hier wird die Ausgabe, die normalerweise auf dem Bildschirm ausgegeben wird, auf dem Drucker angezeigt.
Kopie. Es wird ein Bildschirm ausgedruckt, der von rechts oben nach links unten in einer Diagonale einen Teil des Alphabets ausdruckt. Und auch das funktioniert. Und noch einen Druck mit dem Sinclair Spectrum. Ein Programm erzeugt eine High-Res-Grafik und gibt sie auf dem Bildschirm aus. Der Befehl Copy überträgt nun den Inhalt des Bildschirms auf meinen Drucker. Dabei hält er allerdings die Proportion nicht ganz ein und ist etwas nach oben verzogen. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meinem Alphacom 32 und kann ihn trotz der etwas hohen Papierkosten nur empfehlen. Der Mindware MW100 oder wie auch manchmal genannt wird Sinclair Mindware MW100 ist ein Drucker für Normalpapier und Farbband. Beides ist heute im Jahre 2025 noch erhältlich. Bei der Recherche habe ich dann doch ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Fangen wir mal mit den Fakten an. Der Drucker funktioniert nur mit einem ZX81 und nicht mit dem Spektrum. Der ZX81 wird über den Mindware MW100 direkt mit der Spannung versorgt. Der Mindware MW100 kann nur die beiden Befehle list und copy. Jeden Befehl geht je nach Modus ein POG 16417,0, 1 oder 3 voran. Die Ausgabe der Zeilen geschieht in 16 Spalten. Die gewohnte 32-Zeichenzeile wird also aufgespaltet. Bei einer Bildschirmkopie müssen zwei Teile zusammengefügt werden, damit ein Bild in ganzer Größe entsteht. Und hier die technischen Daten des Druckers. Druckmethode Nadeldrucker. Druckformat 5x7 Punktmatrix, maximal 16 Spalten. Druckgeschwindigkeit ungefähr eine 5x7 Punktmatrixzeile pro Sekunde. Papier 1,3 Zoll, das sind ungefähr 44,45 mm. Die Einfärbung, die Farbbandkassette wird automatisch während der Motorumdrehungen vorgeschoben. Die Abmessung 4,12 Zoll mal 6 Zoll mal 2 Zoll, das sind ungefähr 114,3 mm mal 152,4 mm mal 50,8 mm. Das Gewicht beträgt 16 Unzen, also 454 Gramm, und die Stromversorgung sind 9 Volt Wechselstrom, 1 Ampere
und der Pluspol, der liegt innen. Nun mache ich mich mal an die Praxis. Es gibt 3 Modi beim Mindware-Drucker, die mit einem POG-Befehl eingestellt werden. POG 16417,0 stellt den Modus für das Ausgeben der Programmliste ein und benutzt den Befehl list. POG 16417,1 schaltet den Modus für eine Bildschirmkopie ein. Der Befehl dazu copy. POG 16417,2 ist hier nicht implementiert. Und POG 16417,3 schreibt alle Informationen in 16 Spalten und druckt sie auch so aus. Bei diesem Modus 1 wird der Ausdruck in 2 Teile geschnitten und dann bündig an den anderen geklebt. So entsteht dann ein Abbild des Bildschirms mit 32 Zeichen. Der Sekosha GB50S ist ein Normalpapiernadeldrucker, der bis zu 40 Zeichen pro Sekunde auf maximal 46 Spalten drucken kann, von denen die mittleren 32 verwendet werden, sodass die Ausgabe auf beiden Seiten breite Ränder hat.
Die maximale Papierbreite beträgt 5 Zoll, also ungefähr 12,7 cm, und der Drucker wurde mit einem ZX Spectrum kompatiblen Interface ausgeliefert. Hier lese ich mal die technischen Daten aus dem Handbuch vor. A. Die Druckmethode. Das ist eine Punktmatrixverfahren, Sekoshas Einhammermethode. B. Die Zeichendichte. 10,5 Zeichen pro Zoll oder 84 Punkte pro Zoll. C. Die Zeilendichte. Das sind 9 Zeilen pro Zoll. D ist die Druckgeschwindigkeit 35 Zeichen pro Sekunde. Und E gibt die Zeichenmatrix an, 7 mal 7 mal einen Punkt. Und F ist der Zeichenabstand, 0,30 mm mal 0,35 mm. Und G ist der Nutzen, also man kann ein Original und eine Kopie davon anfertigen. H ist die maximale Spaltenanzahl, das sind 33 Zeichen und 32 Spalten. I, der Papierantrieb, ist ein Friktionsantrieb, und K bei den Papierarten, dann kann man Rollenpapier, Einzelblatt und Z-Faltpapier bis zu einer maximalen Breite von 127 mm, also 5 Zoll benutzen. L ist der Zeilenvorschub, und zwar die Geschwindigkeit mit 6,6 Zeilen pro Sekunde. Nun kommen noch die Betriebsbedingungen. Hier in Europa verwenden wir 220 Volt, Eingangsspannung, 18,7 Volt Gleichstrom Ausgangsspannung bei 500 mA. Der Rest ist weniger wichtig. Dann bei D die Abmessung 85 x 250 x 215 mm und das Gewicht beträgt 1,5 Kilogramm. Und noch eine Besonderheit: Zum Betrieb an einem ZX81 benötigt man einen eigenen Adapter mit der Bezeichnung GB 05020. Dann gibt es noch einige Probleme, die wohl nicht so einfach zu lösen sind. Das Papier, das ist nicht so leicht zu finden. Ich habe bei meinen Versuchen Thermopapier bedruckt, was nicht immer das beste Ergebnis liefert. Das nächste, wohl größere Problem ist das meist ausgetrocknete Fahrband. Leider konnte ich kein kompatibles Fahrband für den GP50S finden. Und ohne das funktioniert der Drucker ja nicht. Es gibt da nun 2 Workarounds, mit denen ich mein Glück probieren will. Man kann zuerst das Fahrband neu einfärben. Dazu gibt es spezielle Tinte oder auch Tinte für Stempelkissen. Die zweite Möglichkeit ist der Ersatz des Fahrbandes aus einem anderen, neuen Fahrband. Dazu würden sich Fahrbänder mit der Bezeichnung Oki ML 182/390 eignen. Dieser Typ würde in Breite und Länge passen, und die Kunststoffummantelung, die kann man dann ohne Probleme mit einem Schraubenzieher öffnen. Ich habe einige dieser Bänder da, werde aber wohl erst die Färbemethode anwenden. Also erst einmal mein Fahrband eingefärbt, was ohne Probleme funktioniert. Dann habe ich das Fahrband eingebaut und an meinem Spektrum den ersten Befehl L-List ausprobiert. Dazu habe ich ein kleines Programm geschrieben, das ich auch bei den weiteren Tests benutzen kann. 10 for A = 1 to 10,
20 Print mein Elektronik-Hobby, 30 Print und 40 NextR. Beim ersten Ausdrucksversuch mit L-List habe ich folgendes Ergebnis erhalten. Der Papiertransport hat nicht funktioniert, mein Druckerpapier nicht weiter befördert und alles auf eine Zeile geschrieben. Ich habe mich dann selbst als Transporter eingesetzt und noch einmal L-List ausgeführt. Während der Befehlsausführung habe ich am Drehknopf weitergedreht. Nun habe ich zwar eine Programmliste erhalten, aber nicht in der gewünschten Qualität. Natürlich habe ich auch den nächsten Befehl Copy auf diese Art ausgeführt, aber auch hier ein ähnliches Ergebnis. Bleibt noch ein weiterer Befehl, Lprint. Dazu habe ich mein Programm noch etwas umgeändert und aus dem Print ein Lprint gemacht. Aber nach dem Run und meiner fleißigen Mithilfe das gleiche Ergebnis. Und jetzt lasse ich die ganze Prozedur noch einmal durchlaufen, diesmal an einem ZX81. Dazu wird der spezielle ZX81 Adapter eingesetzt und das Testprogramm geschrieben. Das ganze Programm L-List OV, also ohne Papiervorschub, L-List mit meiner Drehhilfe, Copy mit Drehhilfe und auch Lprint mit meinem Einsatz wird abgearbeitet.
Und auch hier sind die Ergebnisse nicht die besten und die Methode ist für die Praxis ungeeignet. And the winner is Alphacom 32. Dieser Drucker hat bei dem ganzen Test am besten abgeschnitten. Außerdem ist die Thermopapierrolle als Standardrolle immer lieferbar, wenn auch etwas teuer. Der Drucker selbst ist mit einem Preis ab 110 €, das war im Februar 2025, bei der elektronischen Bucht immer noch bezahlbar. Und, was von besonderem Vorteil ist, er ist auch leise. Der nächste Drucker, der noch brauchbar ist und für den es auch die Verbrauchsmaterialien noch gibt, ist der Mindware MW100. Allerdings funktioniert dieser Drucker nur am ZX81 und ist durch die Arbeit mit Poke-Befehlen nicht sehr freundlich. Es fehlt außerdem der Befehl lprint. Der interessanteste Drucker durch seine Funktionsweise als Funkendrucker ist der Original ZX Printer. Das beschichtete Metallpapier gibt es noch, aber der defekte Antriebsriemen und die Metallgriffel dazu sind immer schwerer zu beschaffen. Das Schlusslicht bei mir bildet der Seikosha GB50S. Da der Papiertransport bei meinem Modell nicht funktionierte, konnte ich ihn auch nicht ausreichend testen. Es wird auch Probleme mit dem Fahrband geben, das nicht mehr lieferbar ist. Es gibt dann noch die Möglichkeit, das Fahrband einzufärben oder mit einer anderen gleich großen Rolle zu ersetzen. Aber auch das wird nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein. Hurra! Es lebe der Alphacom 32. Nun sage ich Danke für Ihre große Geduld beim Zuschauen und Grüße aus dem Saarland. Salü! Mein Grußbild aus dem Saarland, das kommt heute vom Bostalsee.